Eine Frau stieg aus dem Auto. Sie umrundete den alten Volkswagen, öffnete den Kofferraum und ein klägliches Jaulen hallte durch die Gegend. Offensichtlich befand sich in dem Sack, den die Autofahrerin herausnahm, ein Hund. »Sei still«, brummte die Frau verärgert. »Du machst mich ganz verrückt. Es ist nicht mehr weit.« Gebückt unter der Last der Fracht, schleppte sie den Sack zum Ufer. »Was tun Sie da? Warum?« hörte sie plötzlich aus der Dunkelheit und ließ aus Versehen ihre Last fallen. »Ich sage nochmal, wohin bringen Sie ihn?« Die Stimme kam näher und im Schein der Scheinwerfer erschien der Sprecher. Es war ein großer Mann, etwa 70 Jahre alt. Seine ganze Gestalt und Haltung sprach davon, dass er ein ziemlich starker, wenn auch betagter Mann war. Er war allerdings nicht besonders gut gekleidet. Eine abgenutzte, alte Jacke, Jogginghosen, die schon lange nicht mehr ansehnlich waren. »Was geht es Sie überhaupt an?« schnappte die Frau. »Mein Köter, was ich mit ihm mache, geht Sie nichts an.« »Aber es ist doch ein Lebewesen«, rief der Greis. Und bald ein totes, grinste die Tierquälerin, so wie sein Herrchen. »Was soll ich mit dem? Er ist gestorben, und mich mit dem Miststück hier sitzen lassen. Hat mein neuer Freund nicht gefallen, sehen Sie.« Kaum kam der zu Besuch, da stürzte sich das Miststück, sie nickte auf den Sack, auf seine Beine. Dann umarmte sie wieder das Ende des Sacks und warf ihn mit Schwung ins Wasser. Dann klatschte sie sich die Hände ab, als wäre nichts gewesen, und ging zu ihrem Auto. Nach ein paar Sekunden erinnerte nichts mehr an das Geschehene, nur der dünne Sumpf mit leisem Schlürfen saugte seine Beute ein. Ohne zu zögern stürzte sich der alte Mann ins Wasser. Er hatte nicht mal Zeit, Schuhe und Jacke auszuziehen. Mit 2 Schlägen erreichte der Rentner den Sack. Während er sich an der Oberfläche hielt, tastete er sich an der Schnur entlang, die den Hals des Sacks zuzog. Noch ein paar Sekunden, und der gerettete Hund schwamm, ohne zurückzublicken, zum Ufer. Der Teich war nicht tief, aber sehr gefährlich, weil der Boden morastig war. Obwohl der Fremde ziemlich groß war, reichte ihm das Wasser fast bis zur Schulter, und jede Bewegung zog ihn immer tiefer in den Schlamm. Der Hund blieb am Ufer stehen und rannte dann in die Dunkelheit. In dieser Nacht konnte Dasha nicht schlafen. Das 12-jährige Mädchen hatte keine Angst, nachts allein zu sein, zumal ihr treuer Freund Drujok in seiner Hütte im Hof für ihre Ruhe sorgte. Das Mädchen wälzte sich hin und her und lauschte. Warum ausgerechnet heute bellte ihr Hund grundlos und heulte leise? Auf seinen Ruf antworteten sofort alle Hunde im Hof, es entstand ein echtes Chaos. Dasha konnte es nicht mehr ertragen, stand auf und ging auf die Veranda. Drujok rannte an seiner langen Kette um seine Hütte, und neben ihm saß ein nasser, fremder Hund und erzählte Drujok offenbar etwas. Dann sah der fremde Hund Dasha und rannte auf sie zu, drückte seine Nase in sie, aber nicht böse oder um zu beißen, sondern als wollte er sie mitnehmen. Das Mädchen zog sich seine Jacke an und befahl dem Gast, für. Sie rannten zum alten Teich. In diesem Moment verabschiedete sich der alte Mann vom Leben. Das Wasser reichte ihm fast bis zur Nase, und seine Beine versanken immer tiefer im schlammigen Grund. »So, das war's, Fjodor Iwanowitsch, dein Leben ist vorbei«, dachte er traurig. »Und was hast du in deinem Leben erreicht? Wer brauchte dich im Alter?« Nur ein paar Minuten später kletterte der alte Mann am Ufer hoch. Der von ihm gerettete Hund drehte sich um ihn herum, rannte hinter dem Mädchen her und zeigte mit seiner ganzen Art, wie froh er war, dass der Mann es geschafft hatte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.